Hallo zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich hoffe, dass in der Zukunft die Wartezeiten zwischen den Folgen nicht mehr 3 bis 4 Monate sein werden. Aber normalerweise seid ihr es gewohnt, dass ich zur Begrüßung irgendwo stehe, wo man unseren neuen Bauabschnitt schon in voller Größe sieht und was sich so in der letzten Zeit getan hat. Das ist unser neuer Bauabschnitt sozusagen. Und das ist das Einzige, was die Besucher momentan davon sehen können. Diese Wand ist neu und hinter der Wand verbirgt sich nämlich was Großes. Nämlich die größte Baustelle, die wir wohl in der Geschichte des Wunderlandes hatten. Denn noch nie hatten wir es, dass wir ein gesamtes Stockwerk auf einmal neu bauen können. 1,5 Jahre Planung, 1,5 Jahre haben wir mit allen Beteiligten zusammengesessen. Wir sind riesig gewachsen in den letzten Jahren, 270 Mitarbeiter mittlerweile. Zum Beispiel Bürolösungen und Arbeitsplätze sind immer so ein bisschen aus dem Nichts und hier passt was entstanden. Wir haben uns diese Gelegenheit genommen, nicht nur die Besucherströme und die Besuchermöglichkeiten, Unterhaltungsmöglichkeiten zu optimieren, sondern auch unsere Teamstruktur neu gemacht, Büros dafür zu finden, richtige Bereiche in einen Bereich zusammenzusetzen. 1,5 Jahre Planung, bis so ein Plan rauskommt. Seit ungefähr 3 Monaten sind wir am Bauen. Links, da wo momentan unsere Arbeitsplätze für die Elektroniker sind, wird der Warteraum hinkommen. Komfortabler, vor allen Dingen bessere Informationen für die Besucher. Wir werden insgesamt versuchen, einen viel besseren Besucherfluss hinzukriegen, dass man einfach sich nicht orientieren muss, sondern orientiert wird von uns. Da gehört auch ganz viel Technik dazu, Bildschirme und Ähnliches, wo wir jetzt jeden Kabelweg, jedes Netzwerkkabel einplanen müssen jetzt in der Bauphase. Wir werden unseren Haupteingang verlegen, das heißt, die Besucher kommen ab jetzt durch das wirklich großzügigere Mitteltreppenhaus hoch. Auch hier oben, wenn der Besucher dann ankommt, wird es viel großzügiger, größere Flächen, viel größerer Shop. Besser sortiert, bessere Laufwege. Vor allen Dingen werden wir es versuchen, eine Softwarelösung mit dem Ticketsystem so hinzukriegen, dass man auch den Shop alleine besuchen kann, ohne ins Miniatur-Wunderland zu gehen. Wir haben ganz häufig Tagesbesucher, die nur was einkaufen wollen, wo wir jetzt ein Problem haben. Muss natürlich auch irgendjemand programmieren, mal gucken, ob wir jemanden finden. Geht dann weiter ins komplett neue, viel größere Restaurant. Es wird eine neue Treppe geben in den 3. Stock, das heißt, wir haben dann mehrere Möglichkeiten, über die Stockwerke zu kommen, auch mindestens einen Fahrstuhl. Und diese neue Treppe zwischen dem 2. und 3. Stock, die schauen wir uns jetzt mal an. Schön, gestern Abend war es noch ein reines Stahlgestell, heute sind schon die ersten Wände da, es geht super schnell. Da hier drüber unser Besprechungsraum war, müssen wir momentan kreative Orte finden, um uns zu besprechen, aber in der Regel finden wir was, denn die Decke musste hier raus, der Rest der Decke liegt hier noch um die Ecke, damit die Treppe hier entstehen kann. Das Restaurant war früher ungefähr mal so groß und jetzt ist es diese ganze Fläche. Wir haben viel größere Flächen geschafft, wir haben das Restaurant in mehrere Teile wird es unterteilt sein. Es wird sehr bequeme Sitzecken geben. Es wird großzügige Bereiche geben. Die Essensausgabe ist komplett neu gestaltet. Es wird viel großflächiger sein. Es werden viel vielseitigere Speisen angeboten werden. Und vor allen Dingen wird auch der Essbereich insgesamt viel bequemer und großzügiger sein, sodass man beim Essen einfach mehr gemütlich Zeit verbringen kann. Auch der Küchenbereich hier hinten ist komplett fast doppelt so groß wie früher. Den Platz brauchen wir auch, weil wir vielseitigeres Essen anbieten wollen und weil halt auch wir gelernt haben über die letzten 10 Jahre, was eine gute Küche benötigt, damit es wirklich Spaß macht, dort zu kochen. Und es geht dann weiter, der Kinderspielbereich, riesengroß. Hier hinten sozusagen einen eigenen Gebäudeteil, wo man ordentlich Krach machen kann mit Kinderkino und wirklich die Kiddies. Ich hoffe, dass da ordentlich Lärm herrschen wird und viel Spaß und Tohuwabohu. Das ist der Grund, wenn du 1,5 Jahre an sowas planst, wenn wir seit 3 Monaten hier intensiv am Bauen sind, immer wieder auch bis heute, immer was verändern, dass wir uns momentan nicht so viel um die Modelleisenbahn im technischen und im Entwicklungsbereich kümmern können. Es wird die Anlage zwar momentan komplett überarbeitet, die Modellbauer begrünen große Teile der Anlage neu, hier und da gibt es technische Verbesserungen, ich mache unheimlich viele Softwareverbesserungen und Änderungen, aber all das dominiert uns und das andere lässt sich schwer in Bildern zeigen, was der Grund war, warum es so lange gedauert hat. Aber 1. Juli ist unser Termin, wo wir fertig sein wollen. Ich hoffe, dass es dann wieder losgeht, dass wir da auch schon bereits voll im Bau des Italienabschnittes sind, dass wir wieder bunte Bilder im Gerrits Tagebuch zeigen werden und nicht für uns zwar super aufregende, aber für euch vielleicht ein bisschen trockene Themen wie ein Stockwerk neu zu bauen. Aber natürlich bauen wir auch parallel noch an einigen Sachen weiter und es ruht ja nicht der ganze Betrieb. Zum Beispiel die Ladestation ist jetzt endgültig fertig. Hier die Knuffinger Ladestation, die mit dem Flughafen sich die Position teilt, ist komplett umgerüstet auf unser eigenes System. Grund ist, Hersteller wechseln mal ihr Konzept. Eine Ladestation gibt es nicht mehr, da gibt es eine neue, die hat andere Funktionen. Ich muss das alles umprogrammieren. Wir haben ganz viele Wünsche, die sowieso kein Hersteller erfüllt. Also haben wir uns hier mal entschieden, machen wir selbst. Vorteil ist, wir haben die Displays,
wir haben Leuchtanzeigen. Das heißt, jeder, hier gehen ja mehrere Leute vorbei, die Führungen gehen hier durch, kann in einem Blick sehen, ob es irgendwo ein Problem gibt. Das heißt, der Leitstand muss nicht wegen verschiedener Sachen immer aufstehen und hier hingehen, sondern es kommt auf kurz oder lang immer jemand vorbei, drückt hier mal eine Taste, weiß, was zu tun ist. Auch das Ladesystem ist neu. Wir haben weniger heiß werdende Akkus seitdem, wir haben weniger Kontaktschwierigkeiten über die Außenspiegel. All die Erwartungen, die wir in dieses neue System gesetzt haben, haben sich mehr als erfüllt. Es ist wirklich schön, wie zuverlässig das läuft jetzt. Nach fast einem Jahr Betrieb ist es dann doch passiert. Toi, 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 der zweite schwere Flugzeugunfall ist passiert. Kurzfristig dachten wir, dass wir leider auch damit den ersten Totalschaden haben, aber Sönke und seine Crew hat es tatsächlich super hinbekommen, dass man an dem Flieger fast nicht mehr sieht, was eigentlich passiert ist. Er war fast komplett zerlegt, weil das Flugzeug fuhr hier unten, das passiert jeden Tag 1000 Mal und es ist auch noch nie schief gegangen. Wir haben da hinten eine Glaswand, mit der wir absichern, dass irgendwas in den Katapultbereich kommt und die ist immer geschlossen. Außer, wenn wir nachts was reparieren oder morgens, kurz bevor es losgeht, hier ein Schließer eingestellt werden muss oder irgendwas, dann kann man diese Schiebetüren öffnen und was machen. Wahrscheinlich, denn die Tür war offen an dem Tag, hat jemand was repariert und hier was liegen lassen. Das Flugzeug ist dagegen gekommen, ist entgleist, ist hier in diese Richtung abgebogen und durch das offene Fenster kam der Flippen und hat es mitgenommen. Hinter den Flügel gegriffen, umgedreht, Flugzeug ist da reingefallen und ja, war ein Totalschaden, dachte ich, aber toi toi toi, die Jungs haben es mal wieder hinbekommen und jetzt ist der Flieger wieder unter uns und wir um eine Erfahrung reifer und wir wissen ganz genau, was wir nie wieder tun werden, eine Tür offen lassen. Parallel sind wir natürlich kräftig weiter am Flugzeuge bauen. Zum Beispiel die Concorde ist aktuell in der Lackierung. Wir haben eine 747-400 fertig für die Lackierung und eine A310 Fracht für die Lackierung fertig. Und nach langer Zeit endlich TUI-Fly ICE, diese besondere Maschine zurückgekommen. Denn welches Flugzeug würde besser zu uns passen als diese ICE-Variante dieser Maschine, die auch in echt so fliegt? Sie ist fertig, sie ist konfiguriert, sie ist reif für den Jungfernflug, mit dem ich mich sozusagen für heute verabschieden möchte. Ich möchte noch ein bisschen Vorfreude auf die Klimasteuerung machen. Die werden wir in einer der nächsten Folgen zeigen. Da sind wir nämlich gerade ordentlich am Bilder sammeln. Ich danke wieder für euer Zusehen und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!